Diese Kombination hatte ich beim letzten Mal vergessen und die muss ich euch unbedingt nochmal zeigen für unser Kristallungeheuer-Deck hier. Wenn wir den Monk spielen, werfen wir eine Karte ab, wie ihr sicherlich wisst, und holen erstmal die Rettungskatze hier aufs Feld. Ich lege sie mal direkt auf dem Friedhof, um das Ganze zu beschleunigen, und gehen hier auf Erbelum und könnten auf den zweiten Erbelum gehen. Manchmal lohnt er sich, manchmal ist das ein sehr guter Play. In diesem Fall, weil ich euch zeigen möchte, gehen wir hier auf die Amethystkatze. Einer der besten Siebener im Edison-Format ist, wie ihr sicherlich wisst, der Akanit-Magier. Auf den gehe ich auch sehr oft. Der hat in Angriffsposition direkt 2400, aber da wir ja direkt 2 Karten vom Gegner schießen, ist er dann bei 400. Deswegen hole ich den oft grundsätzlich schon in Defense, schießen dann auch 2 Karten vom Gegner. Und das Interessante ist an dieser Stelle, wenn wir in die Endphase gehen, die Rettungskatze zerstört ja unsere Monster in der Endphase. Und das unterstützt sogar unseren Gameplan, weil wir wollen ja, dass die Kristallungeheuer hier reinkommen. Und somit haben wir einfach eine geschenkte Kristallungeheuer-Karte, was ich richtig cool finde, weil der Erbelum, der würde jetzt draufgehen. Und manchmal kommt man auch nicht durch, dann kommt es nicht dazu, dass man halt eine gegnerische Karte abwirft. Aber die Katze fühlt sich da in dem Moment wirklich sehr gut an. Wenn wir jetzt einen Pegasus ziehen, dann haben wir schon 2 unten drin. Wenn der Pegasus down geht, haben wir schon 3. Und dann wäre auch zum Beispiel der Crystal Beacon, der ist ja schon ab 2 völlig am Leben. Und dann kann man damit auch sehr, sehr geile Kombinationen raushauen, meiner Meinung nach. Und es ist einfach nur nice, dass man hier in diesem Fall dieses eine Kristallungeheuer geschenkt bekommt. Ganz genau. Was ich euch noch zeigen wollte, ist eine sehr, sehr wichtige Möglichkeit. Eine Option, die man sich immer, vergessen, was ich sagen wollte, die man nicht vergessen darf. Und zwar, ihr kennt ja sicherlich alle die Priorität im Yu-Gi-Oh! Edison-Format. Wenn wir den Tribut hier liegen und wir topdecken jetzt die Rescue Cat, stellt euch vor, es gibt ja manchmal so ganz defensive Situationen, dass der Gegner irgendwas Defensives da liegen hat. Vielleicht Hamster-Set, Raikou-Set oder manchmal ist es ja auch so, dass Vayu Turbo eher langsam startet mit einem Hamster-Raikou oder was auch immer. Dann ist es ein sehr, sehr guter Play, wenn man die Katze spielt, direkt die Prio ankündigt und den eigenen reißenden Tribut zündet. Das heißt, die Katze haut nämlich vorher ab, der reißende Tribut zerstört die gegnerischen Monster und dann wird die Katze erst aufgelöst. Und an dieser Stelle kann man halt auf den Doppel-Erbelum gehen, um gegnerische Handkarten zu schießen, weil die Bahn ist jetzt frei und der Gegner geht auch 1 oder 2 ins Minus, weil halt Raikou oder Hamster weg ist. Oder wir gehen einfach ganz, ganz klassisch hier direkt auf eine 6er-Synchro, würde ich einfach mal einen Goyo vorschlagen. Und dann kann man das machen. Gegnerische Monsterkarten beseitigt und freie Bahn für ein 2800er Monster. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Was ich euch noch nicht vorenthalten möchte, man kommt ziemlich schnell auf 3 Kristallungeheuer unten in der Zone. Und gut, das ist jetzt nicht meine Hamon-Variante, aber ich spiele auf jeden Fall eine Hamon-Variante. Und wenn dieser auf dem Feld ist und in Verteidigungsposition liegt, kann der Gegner nur Hamon angreifen. Und der hat 4000. Und das Geile ist, manchmal kommt es vor, dass man generell schon viel Damage gedealt hat, weil das Deck auch mal sehr explosiv sein kann. Dann legt man seinen Hamon dahin und dann holt man entweder diese wieder oder man spielt sie halt aus dem Deck oder von der Hand, wie auch immer. Und dann kann man die ganze Zeit für 600 Damage chippen. Das ist richtig cool, weil die Karte kann einfach direkt angreifen. Der Gegner kriegt sie nicht so richtig weg. Und ich habe schon einige Duelle erlebt, wo gerade im Late Game diese Amethyst-Katzen-Kombi mit dem Hamon wirklich sehr, sehr stark war. Genau, so viel dazu. Falls ihr mehr über Kristallungeheuer wissen wollt oder weitere Kombinationen herausfinden wollt, dann liked doch gerne das Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon wieder beim nächsten Mal.